Dies ist Teil 2 unserer dreiteiligen Videoreihe Schottland erkunden und genießen. Wir sind Steffen und Carsten und wir nehmen euch mit auf unsere 4. Rundreise rund um Schottland. In Teil 1 haben wir euch mitgenommen auf unsere Reise von Norddeutschland nach Schottland in die Nähe von Clyde Valley. Dort haben wir Glasgow und einige Sehenswürdigkeiten rund um Glasgow erkundet. Unter anderem Devil's Pulpit, Conic Hill. Und wir haben euch mitgenommen nach Oban, wo wir nicht nur Austern gegessen haben. Mit einem Umweg durch den Glencoe National Park ging es dann nach Fort William, wo wir die Nacht verbrachten. In dieser Folge sind wir den Feen auf der Spur und entdecken die Isle of Skye, bevor wir in den Cairngorm National Park fahren. Macht's euch gemütlich, schnappt euch ein Getränk. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir befinden uns gerade am Coral Beach. Hier ist das berühmte Schiffswrack, was ganz oft Bilder ziert. Dort hinten ist Fort William, da in der Nähe haben wir heute übernachtet. Und hinter dem Schiff seht ihr einen Berg. Das ist der Anfang vom Ben Nevis, den größten Berg Großbritanniens. Wir haben gerade hier an der Küste direkt gefrühstückt und machen uns jetzt auf den Weg zur Isle of Skye. Wer Folge 1 gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. What? Natürlich haben wir auf dem Weg einige Zwischenstopps machen müssen. Kurz vor der Isle of Skye liegt die wohl berühmteste Burg Schottlands, Eilean Donan Castle. Solltet ihr zum ersten Mal auf Skye sein, auf jeden Fall rein da. Wir sind jetzt kurz vor der Isle of Skye. Eine Strecke, die uns hätte 1 Stunde 20 kosten dürfen, hat uns letztendlich 2 Stunden 50 gekostet, weil wir einfach jede 5 Minuten stehen geblieben sind. Aber jetzt gleich sind wir auf der Isle of Skye. So, wir sind hier bei den Fairy Pools. Ganz Skye ist übersät mit irgendwelchen Feen-Sachen. Und es ist extrem voll hier. Sowohl von Menschen als auch von Midgets, diese kleinen schottischen Mücken, die sehr penetrant sind. Wir haben hier schon einiges gesehen, unter anderem auch Kinder, die direkt an einem Wasserfall gespielt haben.
So, es gibt auch eine Sage, wenn man seinen Kopf unter Wasser hält, in diesen Pools, sieht man Feen. Steffen will es wahrscheinlich mal ausprobieren. Mal gucken, ob wir einen Spot finden, wo er seinen Kopf reinhalten kann. Und dann werden wir euch berichten. Aber nicht ganz reinspringen, ne? Nur den Kopf, nur das Gesicht. Noch jetzt flach, Körper. Und? Ich habe sie alle gesehen. Große, kleine, dicke, dünne Sackschafe. Sackschafe. In allen Farben. Rot, orange, gelb, grün, blau, violett. Die ganze queere Community. Der Mythos ist wahr. Man kann Sackschafe sehen. Alles klar. Wir machen weiter. Untergekommen sind wir in Portray, dem größten Ort auf der Isle of Skye. Portray ist zeitgleich auch die Hauptstadt der Isle of Skye. Sie ist relativ klein mit nur 2100 Einwohnern. Dennoch ist sie zu Recht der Mittelpunkt des Lebens auf Skye. Teilt sich doch die Insel quasi in eine Nord- und eine Südhälfte. Da sie auch der Verkehrsknotenpunkt auf der Insel ist, konnten wir von hier perfekt unsere Tagestouren starten. Unseren ersten Abend auf der Insel verbrachten wir bei Fish and Chips in einer alten Kirche, die nun ein Pub ist. Die Isle of Skye bedeutet auf Gälisch so viel wie die Insel des Nebels. Als wir vor 6 Jahren das erste Mal hier waren, war der Nebel so dicht, dass wir nur ein paar Meter weit gucken konnten. Wir haben relativ wenig gesehen, deswegen dieses Mal 4 ganze Tage auf dieser Insel. Tag 1 ist schon rum, Tag 2. Ein altes schottisches Sprichwort sagt, gefällt dir das Wetter nicht, dann warte einfach 5 Minuten. Auf dem Weg zu unserem ersten Stopp wechselte das Wetter so rapide und so oft, dass wir nicht wussten, ob wir an unserem Ziel im Regen oder in der Sonne ankommen. Die Halbinsel Neast Point bildet den westlichsten Teil der Isle of Skye. Mit den steilen Klippen und dem Gipfel des Waterstein Head stellt die Halbinsel zusammen mit dem Leuchtturm einen Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt dar. Der Neast Point Leuchtturm ist einer der bekanntesten Leuchttürme in Schottland und aus gutem Grund bei Landschaftsfotografen und Touristen gleichermaßen beliebt. Unser Tipp: geht nicht sofort geradeaus zum Leuchtturm, sondern wandert erst vom Parkplatz aus nach rechts und von dort den besten Ausblick auf die Halbinsel zu haben. Wir sind vom Neast Point nämlich zurück. Wir haben doppelt so lange für die Rückweg gebraucht, weil es mal wieder durch den Single-Track extrem viele Staus und Verkeilungen gab. Wir haben gestern bei den Ferry Pools auch Ewigkeiten gebraucht, weil sobald man einmal feststeckt, gibt es kein Vor und Zurück. Aber Regenradar
hat perfekt gestimmt. Wir haben genau die Zeit abgepasst, wo es nicht geregnet hat. Und jetzt sind wir noch, weil es zeitlich ein bisschen schwierig wurde, zum Dunvegan Castle. Wir sollten jetzt noch ganz kurz so 20, 30 Minuten Zeit haben, bevor der Regenschauer kommt. Und dann hört es auch erstmal für Stunden nicht auf. Deswegen nutzen wir das und gucken uns den Garten an. Diese Burg ist der Stammsitz eines Clans. Hier leben direkt an der rauen Atlantikküste seit über 800 Jahren die Clan-Chiefs der MacLeods, der Herren von Skye. Wenn hier jetzt Marder drin sind. Na komm, du hast ja gerade ins Kopf reinstecken. Mal gucken, was du siehst. Nee. Hör auf. Dunvegan Castle ist somit das älteste durchgängig bewohnte Schloss in Schottland. Zu Zeiten Queen Victorias wurde ein großer Park angelegt. Dank des Golfstromes kann eine Vielfalt von Pflanzen in dieser Anlage gedeihen. Oh, Hallöchen. Über die Jahrhunderte sammelte die Familie natürlich auch interessante Erinnerungsstücke, die den Besuchern in Ausstellungsräumen der Burg zur Schau gestellt werden. Allen voran die Fairy Flag, die Feenfahne, die bedeutend älter ist als die Burg selbst. Es heißt, sie sei den MacLeods von Feen gegeben worden, und solange sie in deren Besitz sei, beschützte sie die Familie. Das ist ein Scharmel. Nee, es ist BWL Justus eindeutig. Küss mich. Küss mich. Which way did he go? That way. No, that way. That way. Fettes Baby. Ein Hühnchen, nein, 2 Hühnchen. Nom, nom, nom. Oh no. Wir sind jetzt hier gerade bei Talisker Bay, ein Ort, den zum Glück nicht so viele besuchen. Ein langes, flaches Tal mit saftigen Wiesen erstreckt sich zwischen 2 hohen Hügeln bis zum Meer, wo es ausläuft und eine Bucht formt. Talisker Bay. Direkt am Atlantik hat sich ein dunkler Sandstrand breit gemacht und gibt der Talisker Bay einen ganz eigenen Flair. Heller und dunkler Sand bilden ein marmoriertes Muster bei Ebbe, das sich bei jeder Welle wieder leicht verändert. Das war's von Talisker Bay. Als nächstes geht's zur Oyster Shed. Das ist auch eine Empfehlung von Freunden von uns, die gesagt haben, müssen wir unbedingt ausprobieren. Deswegen fahren wir da jetzt hin und mal gucken, was wir uns da so gönnen werden. Bis gleich. Schmeckt ganz anders. Nicht im Ansatz so mehrig. Also nicht so salzig. Überhaupt nicht. Echt fruchtig. Und im Abgang hat man so ganz leicht so eine Eigennote. Aber das war's dann auch. Ich habe keine Ahnung.
was das ist, was ich da bestellt habe. So, das sind wohl die Softshell Crabs. Es ist wirklich eine komplette Krabbe frittiert. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Beißt einfach so rein, ja. Das ist ja geil. Eventually. So, wir sind jetzt fertig mit der Oyster-Chat. Wir sind uns beide einig. Ist nicht so geil wie Oben. Also Oben ist... Genau, kann man machen. Ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Wir haben doch echt spannendes Angebot, wenn man sich mal ein bisschen ausprobieren will. Aber oben ist es immer besser. Einen 10 Minuten Fußmarsch entfernt, direkt in der Bucht, liegt die Talisker Distillery. Die Talisker-Kollektion fängt die ursprüngliche Wildheit und reine Schönheit seines Geburtsortes ein und schafft einen vollmundigen Single-Malt-Whisky mit Tiefe und Charakter. So, was kredenzen wir denn? So, ich habe mir den Talisker Distillery Exclusive geholt. Also die Flasche 100 Pfund. Der riecht ganz, ganz leicht Torf. Sehr salzig. Kriegt aber Rügen. Ja, ist nicht brennig. Nö. Ich weiß gar nicht, wie viel Volt er hatte. 46. Oh, das geht ja noch. Die Auster jetzt weg? Schwimmt sie wieder? Ich muss noch mal klein. Ich finde, der ist sehr karamellig. Aber auch nur ganz am Anfang. Und dann wird er ein bisschen scharf. Kann es gar nicht genau. Sagt scharf? Ich habe ehrlich gesagt noch nie sowas geschmeckt. Das ist sehr interessant. Die Frage ist, 100 Pfund, 120 Euro. Wir genießen jetzt zu Ende und dann weiterfahren. Worum wir gehen. Was ist denn mit Carsten los? Where'd he go? Last time in London. But I'm a man, this time it only 30. But if you go, they'll really worry. But I don't know, this time it only 30. Where'd he go? This time in London. But I don't know, this time it only 30. But if you go, they'll really worry. But I don't know, this time it only 30. Wir sind heute ganz früh hoch, weil das Wetter heute den ganzen Tag passen sollte. Und wir werden jetzt den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den Keerang Kerrang. den Kerrang. bewandern. Das ist eine Rundstrecke und wir nehmen euch da jetzt mit. Ausblick ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Der Keerang entstand durch einen Erdrutsch, bei dem die Landmasse nach unten weggesackt ist und die steilen Felsen hat stehen lassen.
Es braucht nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen, wenn man auf die bizarre Bergkette blickt. Das Wort Kirang kommt aus dem Altnordischen und bedeutet so viel wie umschlossener schräger Platz. Oder noch einfacher, schiefe Falte. Wir haben uns entschlossen, rechts vom Parkplatz zu starten und sind immer dieser Falte nach. Wir empfehlen auf jeden Fall frühs hier zu sein. Zum einen kriegt man so noch einen Parkplatz, zum anderen hat man auch den Wanderweg komplett für sich und kann den Ausblick ungestört genießen. Wir sind jetzt zurück am Parkplatz. Hier ist die absolute Hölle los. Wir waren gut fast 4 Stunden unterwegs. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir konnten leider den Rundweg nicht laufen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Deswegen mussten wir den Hin- und Rückweg gleich machen. Wird erst ausgebaut. Genau. Aber hatten Glück, hatten zwischenzeitlich sogar Sonne. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Aber früh ist kommen. Wir waren um 8 hier. Beste Entscheidung. Parkplatz war leer. Wir hatten den Strecke vor uns. Einwandfrei. So, wir sind beim nächsten Feenort, und zwar dem Ferry Glen. Toll, Möpse. So, hier im Ferry Glen. Also es ist wirklich echt mystisch. Man kann sich fast vorstellen, wie hier die Feen hin und her hüpfen. Two hours later. Wir sind jetzt einmal, haben die Nordinsel einmal umrundet und sind jetzt auf der anderen Seite. Und da waren wir heute Vormittag.
Zwangsläufig kommt man am Kilt Rock vorbei. Eine Küstenlinie, die so gefaltet ist wie ein Kilt. Leider ist der majestätische Wasserfall vom Parkplatz aus kaum zu sehen. In der Ferne könnt ihr den Old Man of Storr sehen. Eine Wanderung hoch zu den majestätischen Felsen ist auf jeden Fall ein Muss. Leider fehlte uns dieses Mal die Zeit, noch einmal raufzuklettern, nachdem wir 2018 schon einmal hier waren. Das war's. Das waren 3,5 Tage auf der Isle of Skye. Heute haben wir echt viel erlebt. Was können wir euch jetzt abschließend als Hinweise geben? Tut euch und euren Mitreisenden Gefallen und kommt nicht mit einem Camper. Ja. Also es ist hier super überfüllt. Also die Hotspots wie die Ferry Pools, Karain. Nice Point sind alles Single-Track-Roads und mit einem Camper eigentlich nicht zu befahren. Also wir standen zweimal komplett im Stau, es ging nicht vorwärts, nicht rückwärts. Tut euch das nicht an. Genau. Auch wenn ihr wahrscheinlich Google Maps benutzt, um von A nach B zu kommen, rechnet gerade bei den Single-Track-Roads unbedingt Zeit obendrauf, weil es braucht wesentlich länger als Google meint. Was noch? Ja, wie ihr schon mitkriegt, wir wischen uns hier sehr viel im Gesicht rum. Wenn es nicht stürmt, kommen halt überall diese ganzen Midges, diese kleinen Mini-Mücken. Schuh weg, ja. Auf jeden Fall ordentliche Wanderschuhe, ordentliches Profil. Gerade wenn es wieder viel geregnet hat, sind die Wanderwege ziemlich glitschig, rutschig. Packt nicht die beste Hose ein. Genau, ansonsten Fernglas dabei haben. Wir haben heute sehr viele Delfine gesehen und auch Wale eventuell. Bloß wir hatten Schweinswale wahrscheinlich. als nächstes geht es in den Cairngorm National Park. Hier kommen schon mal ein paar Videos. Das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, keep puffing around. In Schottland ist es erst windig, wenn die Wasserfälle nach oben gepustet werden.